Hallo und herzlich willkommen. Du möchtest dein Zuhause automatisieren, aber die Kontrolle nicht an Unternehmen abgeben. Heute schauen wir uns an, wie wir Home Assistant installieren können. Was du dafür brauchst, ist ein Server in deinem Zuhause. Das kann beispielsweise ein Raspberry Pi sein, aber ein anderer Linux-Server mit Docker drauf ist auch völlig okay. Home Assistant ist eine sehr beliebte Anwendung. Es gibt viele Wege, Home Assistant zu installieren. Und hier in der Dokumentation finden wir auch die verschiedenen Möglichkeiten. Was man einmal unterscheiden sollte, ist das Home Assistant Operating System und die Home Assistant Container. Also das Operating System ist das komplette Betriebssystem, wo Home Assistant draufläuft. Das bietet dann auch Add-ons oder One-Click-Updates. Das heißt, zum Beispiel sehe ich hier in dieser Übersicht die Add-ons Let's Encrypt oder MariaDB. Das brauchen wir aber alles nicht, weil wir die Anwendungen lieber in Containern selbst verwalten wollen. Und Add-ons können wir uns einfach mit weiteren Containern erstellen. One-Click-Updates benötige ich auch nicht. Hier werden verschiedene Methoden gezeigt, wie man das Ganze bei sich zu Hause einrichten kann. Die einfachste Methode ist hier angeblich, den Home Assistant Green zu kaufen. Ich schaue mir das mal hier an. Er kostet 99 € und bietet 4 GB RAM, 32 GB eMMC Storage. Wenn ich mir hier so die Spezifikationen angucke, dann denke ich mir, dass es nicht 99 € wert ist. Wir wollen nicht 100 € dafür ausgeben. Für 100 € bekommt man meiner Meinung nach einen besseren Server. Hier gibt es die einfache Methode, indem man Home Assistant auf einem Raspberry Pi installiert. Hier nutzt man das Home Assistant Operating System. Hier in der mittleren Schwierigkeit kauft man sich ein Home Assistant Yellow. Das möchte ich auch nicht. Und hier die harte Methode ist, Home Assistant auf Odroid-Devices zu installieren. Warum das nun schwerer ist als auf einem Raspberry Pi, weiß ich hier an dieser Stelle auch nicht. So genau habe ich mir das nicht angeguckt. Wir gucken uns das Ganze hier auf Expertenschwierigkeit an, wie man das Ganze auf einem Raspberry Pi installieren kann. Oder auf Linux, macOS, Windows oder auf anderen Systemen. Ich gucke mir hier das Tutorial an und hier wird Home Assistant mit einem Docker-Container installiert. Und genau das wollen wir machen. Also falls irgendwas nicht klappt, guckt hier in der Dokumentation nach, ob sich irgendetwas geändert hat. Zu diesem Zeitpunkt ist die neueste Version 2025.8.3. Was ich als erstes machen muss, ist ein Terminal zu öffnen und mich mit meinem Raspberry Pi zu verbinden. Ich bin jetzt hier mit meinem Raspberry Pi verbunden und auf meinem Raspberry Pi ist Docker installiert, und zwar Docker in der Version 28.1.1. Und wie man das Ganze auf einem Raspberry Pi installiert und sein Raspberry Pi das erste Mal einrichtet, zeige ich in einem meiner anderen Videos. Jedenfalls braucht ihr Docker und es braucht an dieser Stelle auch kein Raspberry Pi zu sein. Was ich als nächstes mache, ist, mir einen Ordner zu erstellen für Home Assistant. Also ich schreibe hin mkdir Home Assistant und ich bewege mich in diesen Ordner. Jetzt im Ordner Home Assistant erstelle ich den Ordner config und ich erstelle auch eine compose.yaml. Das heißt, ich habe jetzt hier in diesem Ordner sowohl den Ordner config als auch die Datei compose.yaml. Was ich jetzt machen kann, ist, die compose.yaml zu bearbeiten. Das heißt, ich gebe ein nano compose.yaml und bin jetzt hier im Editor. Was ich als erstes mache, ist meine Services zu definieren. Und der Service, den ich definieren möchte, ist Home Assistant. Jetzt kann ich hier gucken, das Image, was benutzt wird, ist Home Assistant, Home Assistant. Das heißt, ich gehe jetzt mal zu GitHub. Ja, jetzt komme ich zu github.com/home-assistant/core und hier sehe ich die Packages, die mir zur Verfügung stehen und die Releases.
Das sind die beiden Sachen, die mich interessieren. In den Releases kann ich mir angucken, was es für Updates gab und was sich in den Updates geändert hat. Also ich sehe hier 2025.8.0, Punkt 8.1 und hier sehe ich Beta-Versionen und hier sehe ich zum Beispiel 2025.7.4 und wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, in den Packages bei Home Assistant kann ich mir angucken, welche Tags mir zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich hier eingebe Home Assistant und jetzt mein Image festlege, möchte ich beim Image festlegen, dass ich nutzen möchte ghcr.io. Das ist hier die GitHub Container Registry.io /home-assistant/home-assistant, dann Doppelpunkt und jetzt kann ich einen Tag eingeben. Wenn ich keinen Tag eingebe, ist es so, als würde ich hier eingeben latest. Das gefällt mir aber nicht. Dadurch weiß ich nicht genau, welche Version ich benutze und falls es zu einer Inkompatibilität führt, erfahre ich davon zu spät. Ich möchte lieber manuell updaten. Das heißt, ich gebe hier einen bestimmten Tag fest. Um euch zu zeigen, wie man das Ganze updaten kann, gebe ich hier den Tag 2025.7 und kann dann danach updaten zu 2025.8. Ich merke hier aber bei der Tag-Vergabe, dass anscheinend die Tags einfach nach Monaten vergeben werden und nicht nach den semantischen Releases. Das ist eher schlecht, weil dadurch weiß man bei einem Update nicht, ob man auf irgendwelche Inkompatibilitäten stößt. Insofern ist es hier vielleicht genauso gut, wenn man den Tag Stable benutzt. Ich bleibe jetzt trotzdem bei 2025.7. Wenn ihr auch 2025.7 nutzt, dann habt ihr genau die gleiche Version wie ich jetzt hier in diesem Video. Dann brauche ich einen Containernamen. Das erleichtert die Verwaltung. Ich nenne den Container Home Assistant. Dann brauche ich hier ein Network Mode und bei Network Mode gebe ich einen Host. Das erlaubt Home Assistant die direkte Nutzung der Netzwerkschnittstelle des Hosts. Das ist wichtig für die automatische Erkennung von Geräten. Ich brauche ein Volume und zwar habe ich ja vorhin den Ordner Config erstellt und den Ordner Config, den nutze ich und binde ihn ein in den Ordner Config im Container. Hier werden alle Einstellungen und so weiter gespeichert. Dann möchte ich, dass die Zeit in meinem Container richtig eingestellt wird. Ich habe hier ein Minus vergessen. Dazu binde ich ein /etc local time in den Container an die Stelle /etc local time. Und zwar schreibgeschützt binde ich das ein. Dann, falls ich Bluetooth-Geräte habe, kann ich die auch hier anbinden mit run dbus und hier will ich auch run dbus und zwar auch read-only. Dann möchte ich, dass der Container immer wieder neu startet, außer wenn ich ihn manuell stoppe. Dafür gebe ich einen restart unless stopped. Das heißt, falls mein Raspberry Pi irgendwann mal ausfallen sollte und ich ihn wieder anstecke, dann sollte der Container auch wieder starten. Und dann möchte ich, dass der Container erweiterte Rechte auf dem Host-System bekommt. Das ist wichtig für den Zugriff auf Hardware, wie zum Beispiel USB-Sticks, also mit Zigbee oder sowas. Deshalb gebe ich einen privileged Doppelpunkt true und ich gebe noch eine Umgebungsvariable an, environment, und hier lege ich die Zeitzone fest und sage tz ist gleich Europe/Berlin. Falls ihr in Deutschland wohnt, ist das die richtige Zeitzone. Jetzt speichere ich die Datei mit STRG X ab. Das bestätige ich mit Y und drücke Enter. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich eingeben sudo docker compose up-d. Und hier kriege ich einen Fehler. Und zwar war das hier nicht erlaubt. Die Frage ist, warum nicht? Ich gehe nochmal in die compose.yaml rein. Habe ich mich hier irgendwo verschrieben? Home-assistant mit A und hier
Assistant auch mit A. Und hier auch mit A. Und hier auch mit A. Jetzt speichere ich die Datei nochmal ab und starte das Ganze nochmal. Diesmal wird das Image heruntergeladen. Der erste Start kann ein paar Minuten dauern. Der Start bei mir dauert schon 86 Sekunden. Jetzt sind es 90 Sekunden. Hier läuft es irgendwie nicht weiter. Aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen geduldig sein. Der Container ist jetzt gestartet. Wir können uns die Logs angucken, indem wir eingeben sudo docker compose logs und -f für follow. Und jetzt sehen wir, ob in den Logs irgendwas steht, was ungewöhnlich ist. Ja, das interessiert mich alles nicht so sehr. Das heißt, was ich jetzt mache, ist die IP-Adresse des Raspberry Pis zu besuchen und den Port 8123. Und hier sehe ich schon, Home Assistant sagt mir willkommen und ich kann hier mein Smart Home erstellen. Da drücke ich jetzt mal drauf. Jetzt kann ich hier einen Namen eingeben, deployen, mit dem Benutzernamen deployen und ein Passwort. Und ich lege das Benutzerkonto an und ich kann hier sagen, wo sich mein Zuhause befindet. Und ich sage hier, mein Zuhause ist in Berlin. Und ich könnte hier auch noch näher auswählen, wo mein Zuhause ist. Ich sage hier, ich wohne in der Friedrichstraße und drücke auf Weiter. Und jetzt kann ich hier auswählen, ob ich hier Analytics-Daten senden möchte. Möchte ich nicht, also drücke ich auf Weiter. Und jetzt sagt mir Home Assistant, er hätte kompatible Geräte gefunden, ohne dass ich was gemacht hätte. Und zwar hier habe ich einmal Meta, Shelly, ein Synology NAS und 3 mehr. Und hier noch ein Haufen anderer Dienste. Jetzt bin ich hier angemeldet in Home Assistant. Erstens, ich sehe, wie warm es ist. Das ist schon mal sehr praktisch. Ich sehe hier meinen Benutzernamen und meinen Benutzer. Ich sehe hier meine intelligenten Lautsprecher, die sich zu Hause befinden, meinen Chromecast, meine Nest-Geräte und meine Gruppen. Ich kann mir hier auf der Karte angucken, wo ich wohne. Ich habe hier ein Logbuch. Ich habe hier einen Verlauf. Ich kann hier To-Do-Listen anlegen und Einträge hinzufügen. Und ich habe den Eintrag Home Assistant updaten und den füge ich mal auf meine Einkaufsliste hinzu. Ich könnte hier noch weitere Listen erstellen. Was wichtig ist, ist, dass ich auch weitere Personen hinzufügen kann und hier eine Person hinzufügen kann und die dann halt auch Zugriff auf mein Zuhause hat. Ich kann hier in den Entwicklerwerkzeugen alles Mögliche verändern. Ich kann hier NFC-Tags hinzufügen. Ich kann hier Sprachassistenten hinzufügen. Die sind aber teilweise kostenpflichtig. Ich habe hier meine Geräte und Dienste, die ich hinzufügen kann. Wenn ich hier gucke, in der Integration ist jetzt noch nicht so viel drin, außer meine Lautsprecher. Aber die Sache ist, ich habe noch mehr intelligente Geräte zu Hause. Das heißt, was ich jetzt machen müsste, wäre hier auf die Einstellungen zu gehen und halt tatsächlich zu Geräte und Dienste zu wechseln. Und hier in den Geräten und Diensten kann ich halt Geräte und Dienste hinzufügen. Also hier wird mir zum Beispiel angezeigt, meine Fritzbox könnte ich hier hinzufügen. Die Verbindung zur AVM scheint nicht so richtig zu funktionieren. Vielleicht brauche ich dafür auch mein AVM-Konto, was ich so nicht habe. Ich kann aber hier andere Sachen hinzufügen. Ich drücke mal hier auf meine Lampe hinzufügen und jetzt könnte ich hier einen Kupplungscode eingeben und könnte so meine Lampe hinzufügen oder ich könnte hier meine Steckdosen hinzufügen oder meinen Temperatursensor. Ich kann hier meine Shelly Steckdosen einfügen, dann sehe ich auch den Stromverbrauch und kann die Steckdosen ein- und ausschalten. Das heißt, jeder, der jetzt Zugriff auf meine Übersicht bekommt, kann jetzt meine Steckdose an- und ausmachen. Und ich sehe dann hier den aktuellen Verbrauch. Das heißt, jetzt ist die Steckdose aus und verbraucht 0 Watt. Und jetzt schalte ich sie ein. Sobald ich sie eingeschaltet habe,
verbraucht sie 2,6 Watt. Ich schalte sie wieder aus, gehe wieder in die Einstellungen, Geräte und Dienste. So habe ich die Möglichkeit, verschiedene Dienste zu meinem Home Assistant hinzuzufügen. Also hier sehe ich auch noch alle anderen Dienste, die ich hinzufügen könnte. Und es gibt hier wirklich sehr viele Dienste, die unterstützt werden. Google. Also wenn ich hier Google hinzufüge, dann kann ich beispielsweise auch Google Mail hier hinzufügen oder Google Gemini und so weiter. Oder hier zum Beispiel kann ich YouTube hinzufügen. Und dann, sobald ich das auswähle, ist jetzt irgendwie gar nichts passiert. Hier bei YouTube musste ich mich hier über meinen OAuth-Client anmelden. Im System kann ich auch noch andere Sachen auswählen. Ich kann hier auch nochmal meine Zeitzone aussuchen. Ich kann hier sehen, dass keine Updates verfügbar sind. Hier sehe ich, dass meine Authentifizierung falsch lief. Was ich jetzt jedenfalls noch zeigen möchte, ist, wie ich das Ganze updaten kann. Ich drücke hier STRG C, um den Log zu verlassen. Und jetzt gehe ich noch einmal in die compose.yaml rein mit nano compose.yaml und ich ändere hier die 2025.7 in eine 2025.8 und speichere die Datei ab. Jetzt gebe ich ein sudo docker compose down. Jetzt wird der Container gestoppt. Und jetzt gebe ich ein sudo docker compose pull. Jetzt wird das neue Image heruntergeladen und es kann wieder ein bisschen dauern. Und jetzt gebe ich ein sudo docker compose up-d. Damit wird der Container wieder gestartet. Ich kann auch eingeben sudo docker compose stats, um mir den Status anzugucken. Hier sehe ich, die Seite von Home Assistant wird gerade neu gestartet und Home Assistant läuft wieder. Mein Memory-Verbrauch wird mir aus irgendeinem Grund nicht angezeigt, aber vielleicht unterstützt es mein Raspberry Pi nicht. Ich kann jedenfalls hier sehen, wie viel von meiner CPU verbraucht wird und im Leerlauf, also wenn ich einfach nur die Seite offen habe, wird hier vielleicht 2%, 7%, 5% eines CPU-Kerns verbraucht. Also 100% Auslastung bedeutet hier, dass ein Kern meiner CPU komplett ausgelastet sein sollte. Ich kann jetzt hier nochmal in die Einstellung gehen und hier auf Über und ich sehe, ich habe hier jetzt die Version 2025.8.3 installiert. Und das ist auch die aktuellste Version. Das heißt, das Updaten war auch sehr einfach. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, was an dieser Installation Level Expert sein soll. Jedenfalls kann man hier noch ein bisschen Sachen einstellen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Geräte, die man wirklich nutzen möchte, hier unter Einstellungen, Geräte in dieses Dashboard integriert. Ich kann jetzt auf meiner To-Do-Liste diesen Eintrag auch abhaken. Ich habe Home Assistant geupdatet. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht so viel mehr dazu zu sagen. Was man einrichten kann, sind auch hier verschiedene Automatisationen. Also sobald irgendetwas passiert, ich brauche hier einen Auslöser, dann muss irgendetwas passieren. Ich kann hier Szenen erstellen, Skripte erstellen, Blueprints erstellen. Das ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn man auch NFC-Tags bei sich zu Hause aufhängt oder Schalter befestigt, die irgendwas im Home Assistant auslösen sollen. Ihr könnt hier Edgard Home integrieren. Ihr könnt hier beispielsweise auch Uptime Kuma integrieren. Also es gibt hier wirklich alle verschiedensten Möglichkeiten. Meta wäre möglich. Oder die Zigbee Home Automation. Jedenfalls habt ihr so die Möglichkeit, euer Dashboard aufzubauen. Was wir uns in diesem Video angeguckt haben, ist, wie man Home Assistant einfach auf seinem Raspberry Pi mit Docker installieren kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Geräte ihr mit Home Assistant verbunden habt und vor allem für welche Geräte es sich am meisten gelohnt hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
If you ain't installed Home Assistant, you're a victim of time. It's just a couple commands, but I help you with that. We'll have your whole life automated in just one afternoon. You're gonna